Hi, willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt die Fortsetzung zu dem Video über den GameCube. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass der GameCube einen digitalen Videoausgang hat, im Gegensatz zu späteren Modellen, die den dann gestrichen haben, oder auch zu Wii, die den von Anfang an nicht hatte. Erst mit der Wii U gab es dann wieder einen digitalen Ausgang in Form des HDMI-Ports. Und der digitale Ausgang vom GameCube ist nicht HDMI, sondern ein Nintendo-spezifischer Port. Und ja, es gab auch nie ein offizielles digitales Kabel für diesen Port. Aber vor ein paar Jahren gab es dann doch eine Lösung und die heißt GC Video. Ein FPGA, der die Signale aus dem digitalen Videoausgang des GameCubes auf HDMI konvertiert oder auch auf andere Formate. Aber natürlich ist vielleicht am interessantesten die HDMI-Ausgabe. Und um euch das zu zeigen, habe ich mir den billigsten HDMI-Konverter für den GameCube gekauft, für 55 €. Und den schauen wir uns jetzt an. Erst packen wir ihn aus und dann gucken wir ihn uns mal direkt an der Konsole an. Bis gleich. So, das hier ist der Bitfunks HDMI-Adapter für GameCube. Und der ist das preisgünstigste GC-Video-Produkt, was man momentan fertig kaufen kann. Das hat jetzt so um die 55 € gekostet. Ich tue euch natürlich wieder einen Link in die Videobeschreibung. Hier ist ein bisschen was erklärt, also HD, kompatibel mit allen modernen Fernsehern, die einen HDMI-Anschluss haben, kann die GameCube-Ausgabe line-doublen und ist kompatibel mit allen GameCubes, die einen Digitalport haben, egal ob NTSC oder PAL. Jetzt werfen wir hier einfach mal einen Blick rein. So, hier ist erstmal ein kleiner Facebook-Link und die Aufforderung, das doch mal mit 5 Sternen zu bewerten. Dann haben wir hier eine kleine Anleitung in etlichen Sprachen. Es sind immer 2 Seiten pro Sprache. Hier steht nochmal, warum man das überhaupt haben will. HDMI Upscaling macht den alten GameCube kompatibel mit modernen HD- oder 4K-Fernsehern, wobei natürlich kein 4K da rauskommt, sondern weiterhin nur 480p. Ja, oder auch 576p für die europäische Version. Video und Audio, HDMI digital, ohne Übertragungsverlust, funktioniert mit den meisten HDMI-fähigen Fernsehern oder Monitoren. Wie gesagt, nur wenn sie diese Auflösung unterstützen. Stressfrei Plug-and-Play, unterstützt alle GameCube-Anzeigemodi. Erweiterte Signalverarbeitung mit hoher Präzision, bla bla bla, kein Netzteil, keine unordentlichen Kabel, nur ein einziges HDMI-Kabel. Die Fähigkeit, doppelte, Klammer auf gehobene Spiele mit niedrigerer Auflösung zu zeichnen. Whatever that is supposed to mean. Die Option zum Hinzufügen und Entfernen von Scanlinien für eine authentischere Ästhetik. Man kann also auch Scanlines einblenden. Und eine Fernbedienung. So, Anleitung. Verbinden mit dem GameCube, mit dem digitalen Ausgang. Das machen wir gleich. Mit dem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen. Zuerst den Fernseher anschließen und dann den GameCube. Ja, ich glaube, das ist egal. Und jetzt können wir mit Menü auf das GC-Video, hier steht es auch, Menü zugreifen und da verschiedene Optionen auswählen. Die sind hier natürlich nicht im Einzelnen erklärt. Das schauen wir uns dann gleich live an. So, dann haben wir das eigentliche Device. Das hat auf der Seite eben einen digitalen GameCube-Port und der sieht jetzt richtig professionell aus. Das ist also nicht nur so eine, ja, wie früher, wo man einfach irgendwie ein Stück Platine da irgendwie in den Port gerammt hat, sondern das hier ist ein richtiger Stecker, auch mit den
kleinen Catches hier, sodass der nicht von selber rausfliegt. Das ist also super, super qualitativ. Hier ist eine Leuchtdiode, wahrscheinlich einfach als Betriebslicht. Hier ist der HDMI-Port und hier ist eine, ein Fototransistor wahrscheinlich, um eben die Signale von der Fernbedienung empfangen zu können. Die Fernbedienung ist direkt daneben. Die hat sogar schon den Akku, die Batterie eingebaut. Eine CR2025. Und insofern ist das quasi wie all diese ganzen Billig-Fernbedienungen, aber die hat die richtige Gummitasten, die sich auch einigermaßen anfühlen und ist nicht einfach nur so eine Folie mit leicht erhöhten Tasten, die einfach nur aufgedruckt sind, sondern das sind richtige Tasten und hier steht auch tatsächlich drauf GameCube to HDMI. Die wurde also speziell für dieses Gerät hergestellt. Also allein die beiden Teile sprechen dafür, dass dieses Gerät in einer sehr hohen Stückzahl produziert wird. Ansonsten hätte man sich diesen ganzen Aufwand nicht leisten können. Und was haben wir noch? Ein HDMI-Kabel mit zwei so hübschen Kletthaltern. Und das Kabel ist ungefähr 1 Meter lang. Und dann haben wir hier noch einen Halter. Der ist jetzt auch nicht 3D gedruckt, sondern der sieht richtig, richtig spritzgegossen aus. So. Dann schauen wir mal, wie das am GameCube ausschaut. Hier ist der GameCube aus der letzten Folge. Und dieser Halter, der wird hier einfach reingeklickt unter dem Digitalport. Und dann stecken wir den Adapter hier einfach drüber. Das passt irgendwie nicht so richtig. Vielleicht stecken wir zuerst den Adapter rein und klicken dann. Nee, geht auch nicht. Oder muss der andersrum sein? Das ist natürlich auch möglich. Aber das würde ja gar keinen Sinn machen. Nee. Der muss schon so rein. Und wahrscheinlich müssen wir dann einfach ein bisschen mehr Gewalt anwenden. Um dann... Ja, okay, so passt das also. So, der Halter sorgt dafür, dass das hier nicht abknickt und uns bei der Gelegenheit gleich den ganzen Port mit rausbricht. Das ist hier wirklich auf den Millimeter genau passend. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal am Fernseher an. Bis gleich. Aber halt, zuerst werfen wir noch mal kurz einen Blick auf das GitHub-Repositorium von GC Video. Das ist ja hier die Software, die auf dem Gerät läuft. Hier ist auch eine kleine FAQ, wo steht, warum der Autor selber keine Hardware verkauft. Aber ja, das haben ja dann andere für ihn übernommen. Und hier sehen wir eben auch, die aktuellste Version ist vom Oktober 2021. Und die laden wir jetzt einfach runter. Es gibt hier den Updater 3.1 für GameCube.dol für Dolphin. Also das ist hier sozusagen eine ausführbare Datei für den GameCube. Und es gibt das gleiche auch für die Wii. Allerdings ist es bei der Wii halt so, dass sie keinen digitalen Ausgang hat. Deswegen muss man da löten, um da diesen GC-Video reinzubekommen. Und wenn wir jetzt hier auf Firmware gehen, dann sehen wir hier auch die Anleitung, die bei dem Bitfunks Gerät eigentlich dabei sein sollte, nämlich die erklärt, wie man
GC Video und all die Menüs bedient. Das könnt ihr euch entweder durchlesen oder wir werfen da ja gleich einen Blick drauf. Ja, soweit dazu. Und jetzt schauen wir es uns tatsächlich an. Bis gleich. So, dann schalten wir mal den GameCube an. Und wir sehen gleich, mit dem HDMI-Signal sieht es einfach unglaublich viel besser aus als mit dem mitgelieferten Component-Kabel, das wir ja auch gesehen haben in dem ersten Video. Also es ist einfach überhaupt kein Vergleich und es sieht auch viel, viel besser aus als jetzt beispielsweise GameCube auf der Wii. Weil da ja wie gesagt auch kein digitaler Ausgang so einfach möglich ist. So, und jetzt habe ich hier die Fernbedienung und drücke hier mal auf Menü und wir sind hier gerade im 480p Modus. Das heißt, wir können jetzt hier die Einstellung für 480p machen. Wir könnten jetzt hier ein Scanline-Profil, was wir hier einstellen können, zuweisen. Aber 480p hat nun mal keine Scanlines. Nur 240p hat Scanlines, deswegen lassen wir das. Wir können hier für 3 verschiedene Profile jeweils Einstellungen treffen. Entweder Full Custom aus oder an. Und je nachdem, ob das Full Custom aus oder an ist, haben wir hier verschiedene Optionen. Also die Helligkeit dieser Scanlines 0,75 heißt, dass es eben nur 75% der Helligkeit ist. Ich weiß gar nicht, was die anderen Sachen bedeuten, ehrlich gesagt. Und hier können wir, ja, das steht alles in der Anleitung. Gut. Picture Settings. Hier können wir nochmal ein bisschen die Einstellung nachregeln, aber weil die ja dann nur innerhalb eben des Bereichs RGB jeweils von 0 bis 255 stattfinden, ist es natürlich sinnvoller, die Einstellung am Fernseher zu treffen, sofern möglich. Und X- und Y-Position gehen eben auch nur... Cool. Dann verliert man den Sync, wenn man da was dran ändert. Aber die gehen eben auch nur innerhalb von einem relativ kleinen Fenster. Deswegen lassen wir diese Einstellung jetzt einfach mal unberührt. OSD-Settings, da können wir einstellen, ob er so ein kleines Pop-up-Fenster macht, immer dann, wenn sich der Modus ändert. Das werden wir wahrscheinlich auch noch sehen. Und wir können einstellen, eben wie transparent dieser Hintergrund ist. Und welche Farbe er hat, also blau und rot können wir hier einstellen. Und wir können auch die Infrarotfernbedienung umkonfigurieren, aber das machen wir jetzt einfach auch mal nicht. Output Settings, ob er dem GameCube signalisieren soll, dass der 480p Modus möglich ist, weil nur wenn sozusagen ein bestimmtes Bit gesetzt ist an dem Port, wird überhaupt angeboten der Progressive Modus oder der 480p Modus oder auch der 576p Modus für PAL. Wir können, wenn es 486 Zeilen sind, die auf 480 Zeilen zurechtschneiden lassen. Wir können hier den RGB-Farbraum limitieren. Manche Geräte brauchen das oder bei manchen kann man eben auch einstellen, welchen Farbraum man hat, aber ich würde natürlich empfehlen, den vollen Farbraum auszunutzen. Der Enhanced DVI Mode heißt, dass eben nicht nur rein ein Bild übertragen wird, sondern eben auch zusätzlich noch Metadaten und Audio und so. Das sollte also an sein. Und hier können wir auch einstellen, ob ein Bit übertragen wird, wenn es 16:9 ist. Also wenn man das nicht überträgt, dann zeigt er eben auch 16:9 Inhalte als 4:3 an.
Lautstärke. 255 heißt einfach die volle Lautstärke. Man kann es aber auch runterdrehen oder man kann den Ton auch ganz ausschalten. Und weil wir hier ja jetzt momentan nur den aktuellen Modus einstellen können, also 480p, in diesem Menü können wir auch die anderen Modi einstellen. Also könnte ich jetzt zum Beispiel auch schon eine Einstellung für 240p treffen und da eben auch den Line-Doubler anmachen. Bei 240p macht das Sinn und da macht es eben auch Sinn, zum Beispiel jetzt eine Scanline zu aktivieren. Weil bei 240p sind ja Scanlines tatsächlich normal, zumindest bei CRTs. Und dann haben wir unter Advanced Settings eben noch verschiedene kleine Hacks. Chroma Interpolation, da macht er eben Farbverläufe irgendwie hübscher. Fix Resolution, wenn die Auflösung nicht ganz stimmt, wird die hier repariert. Fix Sync Timing, damit kann man das Sync-Signal reparieren, wenn es nicht stimmt. Regenerate C-Sync, wenn man ein kaputtes Composite Sync hat, kann man das hier reparieren lassen, wobei das sich allerdings nur auf analoge Ausgänge bezieht, die wir nicht haben. Das digitale Farbformat ist hier entweder RGB oder wir können auch OIC übertragen, was allerdings, also 4:4:4 oder 4:2:2, was eins dieser Fernseher gar nicht richtig empfangen kann. Deswegen gehen wir hier einfach wieder auf RGB Full. RGB Limited würde übrigens so aussehen, weil der Fernseher eben auf RGB Full steht. Wir können 240 auch als 480 eben reporten in diesem DVI Frames wenn wir im Enhanced Modus sind, für den Fall, dass das Wiedergabegerät kein 240 richtig kann. Und mit Sample Rate Hack können wir den Sound auf genau 48 Kilohertz patchen. Allerdings gehen dabei Samples verloren. Das sollte man also auch nur anmachen, wenn es unbedingt nötig ist. So, alle diese Settings können wir jetzt hier speichern. Wir können uns eine Bautbildschirm anzeigen lassen und da sehen wir, das ist eigentlich auch schon die alleraktuellste Version, aber trotzdem können wir natürlich uns auch mal den Updater anschauen. Wenn wir auf Update Firmware gehen, dann wird das Bild schwarz-weiß, aber wir können jetzt hier den Updater starten, den wir gerade runtergeladen haben. Und der sagt eben jetzt, er würde von 3.1 auf 3.1 updaten. Wobei an manchen Stellen auch aus irgendwelchen Gründen 3.0D steht. Also wir überspielen das jetzt einfach vollständig mal mit der aktuellsten Version, weil wir wissen ja auch nicht, was die Leute, die dieses Gerät gebaut haben, dafür eine Firmware eingespielt haben, ob die original ist oder irgendwie manipuliert. Das heißt, wir drücken jetzt hier einfach auf OK und dann zieht er sich eben aus dem vom GameCube ausgegebenen Bildsignal die Firmware-Daten und schreibt die eben in seinen nicht flüchtigen Speicher rein. So, und jetzt startet er in 12, 11, 10 Sekunden neu. Dann kann ich hier auch schon mal den Updater verlassen mit der Starttaste. So. Aber jetzt ist er hier in das GameCube-Menü gegangen. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder auf Reset drücken. Auch nicht mal. Ich muss hier ausschalten und wieder einschalten, um wieder in den Swiss zurückzukommen. Und jetzt schauen wir noch mal kurz hier ins Menü rein. Aber der Bautbildschirm ist der gleiche, okay. So, das war eigentlich auch schon alles, was man über GC Video wissen muss. Und ja, ich starte jetzt einfach auch nochmal Pikmin. Das haben wir ja schon uns angeschaut in dem ersten Video. Und wenn ich jetzt hier mit X reingehe in die Einstellung, sehe ich hier, dass ich die Voreinstellung getroffen habe, dass er alle Sachen immer in 480p startet.
So, das heißt, das sieht jetzt so aus. Er fragt mich jetzt nochmal, ob ich Progressive Scan möchte. Sage ich natürlich ja. So, und ich werde euch dann einfach hier mal in das Video noch reinschneiden, wie das aussah mit Composite Video, nämlich viel, viel schlimmer. Jetzt habe ich leider den Reset immer noch nicht aktiviert. Das ist nämlich noch so ein kleiner Trick, den ich im ersten Video noch nicht wusste und von daher auch nicht verraten konnte. Wenn wir Swiss nicht nur als IPL.doll, sondern auch als IGR.doll auf der SD-Karte speichern, dann können wir hier in-game Reset auf IGR.doll stellen. Und wenn wir dann ein Spiel starten, können wir einfach mit Z, A und Start wieder in den Swiss zurückgehen. Dann brauchen wir also nicht nicht den GameCube ausschalten und wieder einschalten. Ja, soweit also zum GC Video. Und ja, wie gesagt, die Bildqualität ist einfach großartig. Und ich finde, das ist ein Update, was sich auf jeden Fall lohnt. Natürlich könnte man auch sagen, wenn man seine ganzen GameCube-Spiele auf der Wii spielt, macht es natürlich viel mehr Sinn, sich den GC-Video in die Wii einzubauen. Aber wie gesagt, da muss man sehr viel löten. Vielleicht schauen wir uns das in einem anderen Video auch nochmal an. Aber soweit erstmal hierzu. Bis dann. Ciao.